Fixe Renditen sind im Kryptobereich nicht möglich, das sagten wir euch bereits wiederholt. Allerdings irren wir uns auch zuweilen. In der Zwischenzeit haben sich unfassbar clevere Köpfe ein Konzept einfallen lassen, welches genau das ermöglicht. Fixe und kalkulierbare Gewinne. Wir zeigen euch heute, wie ihr genau das für euch nutzen könnt. Bleibt also dran, das lohnt sich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Tja, egal ob Lending, Mining, Trading, Staking und so weiter und so fort. Es sind zwar recht tolle Renditen über diese Renditeinstrumente möglich, aber diese schwanken in ihrer Höhe zuweilen recht intensiv. Wie genial wäre es jetzt, wenn ihr Gewissheit hättet, dass ihr zum Beispiel 1, 2, 3% fix pro Monat an Gewinnen erzielen könntet. Das dürfte vielen Investoren natürlich zusagen und das ist auch der Grund, warum das dahinterliegende DeFi-Protokoll so einen enormen Zulauf in den letzten Monaten erhalten hat. Die Menschen lieben es einfach, wenn sie Sicherheit und Vorhersagbarkeit vor allem bei ihren Investments bekommen. Genau diese Aspekte bekommt ihr in diesem Video nun serviert. Bevor wir reinstarten, noch eine kurze Bitte. Wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche diese kostenlosen Mehrwerte von uns erhaltet, dann hinterlasst einfach einen Daumen hoch, kommentiert und leitet diese Videos an andere Menschen weiter. Das würde uns beim Kanalwachstum sehr helfen. Jetzt gibt es noch eine klitzekleine Einblendung und dann starten wir. Wollt ihr dabei mithelfen, anderen Menschen den Zugang zu Kryptowährungen zu erleichtern, ohne windige Investments empfehlen zu müssen, aber trotzdem davon profitieren? In diesem Fall haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch. Unser Antritt ist es, den Menschen unglaublich wertvolles Wissen mitzugeben, auf dem sie selber aufbauen können. Wir versetzen Interessierte in den Stand, Kryptowährungen und das Drumherum verstehen zu können, um damit das Beste für sich herausholen zu können. Egal ob über Wissenskurse, Trainings oder Coachings, für jeden ist etwas dabei. Helft uns, mehr Menschen hierfür zu gewinnen, indem ihr unser Kooperationspartner und somit auch am gemeinsamen Erfolg beteiligt werdet. Bestellt für weitere Informationen unser kostenloses Werbe- und Affiliate-Paket auf unserer Homepage financial-insider.net/shop. Wir wünschen euch viel Erfolg und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir werden uns heute das DeFi-Protokoll Pendle etwas näher miteinander angucken und dieses Protokoll bietet mitunter die Möglichkeit, fixe, kalkulierbare Renditen Monat für Monat einzufahren. Wir nehmen mal einen ersten Überblick auf DeFi Lama wie immer vor. Das Protokoll gibt es schon relativ lange, seit Mitte 2021. Allerdings hat, wie ihr hier sehen könnt, der Erfolg relativ lange auf sich warten lassen. Dafür war aber der Erfolg ab dem Jahr 2024 exorbitant und in der Zwischenzeit werden mehr als 6 Milliarden US-Dollar Total Value Locked in diesem Protokoll verwaltet. Es gibt auch eine schier unendliche Menge an Audits, die in der Zwischenzeit schon durchgeführt wurden. Von 6 bzw. 7 verschiedenen Auditieren, das auch mehrmals. Somit ist von der Sicherheitsebene alles in Ordnung. Das sollte also nichts anbrennen. Trotzdem muss man natürlich noch einmal betonen, dass natürlich das Smart Contract Risiko niemals zu 100% ausgeschaltet werden kann. Jedoch kann man hier sagen, dass ich denke mal die IT-Sicherheit hier schon in relativ trockenen Tüchern ist. Wir haben einiges an Hirnschmalz investiert, um euch jetzt über die nächsten Folien zu erklären, wie denn dieses Konzept von fixen Renditen überhaupt möglich ist. Es war nicht ganz einfach zu verstehen, wir haben selber etliche Stunden Recherchearbeit investieren müssen, aber ich glaube, wenn man es richtig aufbereitet, dann ist es gar nicht so schwierig zu verstehen. Als allererstens einmal muss natürlich geklärt werden, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Wir brauchen zuallererstens einmal Assets, welche Renditen bringen. Das kann ein Zins sein, das können Staking-Renditen sein und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, welche beiden Rechte verkörpert ein Asset, welches zum Beispiel Renditen bringt. Nehmen wir hier zum Beispiel mal eine Anleihe ins Spiel. Welche beiden Rechte verkörpert der Besitz einer Anleihe? Wir haben hier einmal das Recht auf Rückzahlung des Kapitals zum Laufzeitende und wir haben einmal das Recht auf Zinszahlung. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Anleihe kauft, habt ihr zwei Rechte. Ihr habt einmal das Recht, dass zum Fälligkeitszeitpunkt der Anleihe ihr das initiale Kapital bzw. den Nominalwert der Anleihe wieder zurückbekommt, aber auch habt ihr das Recht auf Zinszahlung. Bei Anleihen ist es tatsächlich so, dass es eine Rechtsverpflichtung gibt auf Zinszahlung. Bei Dividenden ist es natürlich etwas anderes, aber wir gehen ja hier von einer Anleihe aus. Das heißt, es gibt immer zwei verschiedene Rechte, mindestens zwei verschiedene Rechte, die in einer Anleihe beinhaltet sind. Und jetzt ist es so, dass bei diesen fixen Renditen im Kryptobereich diese Rechte nun durch Tokenisierung separat und
voneinander unabhängig handelbar gemacht werden. Das heißt, man kann einmal das Recht auf Rückzahlung separat handeln oder kaufen oder verkaufen und einmal das Recht auf Zinszahlung kaufen, verkaufen und somit handelbar machen. Somit wird das Kapitalrecht zum sogenannten Zero Bond, das ist also eine Anleihe, die keine Zinsen zahlt, sondern die man unter 100% des Nominalwertes kauft. Was das in der Praxis bedeutet, kommen wir in den nächsten Folien noch darauf zu sprechen. Und die Rendite wird zum Handelswert an sich. Das heißt, man kann mit der Rendite und auch mit der Renditeerwartung des Marktes handeln und hier kommt das sogenannte Yield Trading zum Tragen. Dieses Video wird sich hier erst einmal nur auf die fixen Renditen konzentrieren. Wir werden ein zweites Video für euch produzieren, welches nochmal ganz dediziert auf das Yield Trading an sich eingeht, wie man also mit dem Handel der Rendite separat nochmal Gewinne erzielen kann. Jetzt machen wir mal ein ganz pragmatisches Beispiel, um dieses Konzept besser verstehen zu können. Stellen wir uns einfach mal vor, wir kaufen heute eine Anleihe mit einer Laufzeit von einem Jahr und mit einem 5%igen Coupon. Das heißt, diese Anleihe zahlt über die Laufzeit 5% Zins. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal hier 100 € in diese Anleihe einbezahlen. Was passiert zum Laufzeitende? Wir bekommen einmal die Rückzahlung unseres Kapitals, aber auch den Zins natürlich zurück. Das heißt, einmal die 100 €, die wir als Nominalkapital in die Anleihe investiert haben und die 5% Zins, also die 5 € Zins obendrauf, sodass wir zu guter Letzt 105 € an Gegenwert zum Laufzeitende über den ganz klassischen Kauf dieser Anleihe zurückbekommen. Und jetzt sehen wir uns diese Anleihe von einem anderen Aspekt aus an. Wir nehmen exakt wieder die gleiche Anleihe und unterstellen, dass man diese zu 100 € jetzt kaufen kann. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die beiden Rechte, die wir vorher schon genannt haben, das Kapitalrecht, aber auch das Ertragsrecht, also das Zinsrecht, in zwei verschiedene Werte zu splitten, diese also zu tokenisieren. Wir haben ja also einen sogenannten Principal Token, also einen Kapitaltoken, abgekürzt PT, und wir haben einen sogenannten Yield Token, also einen Ertragstoken, der mit YT abgekürzt wird. Wenn wir genau diese beiden Rechte jetzt wieder zusammenfassen, dann muss ja der Wert der Anleihe dabei herauskommen und der ist ja momentan, also heute, bei 100 €. Das heißt, hier diese Anleihe besteht aus diesen zwei Rechten und diese beiden Rechte müssen natürlich wiederum den gleichen Wert haben wie die gesamte Anleihe, weil sie die gesamte Anleihe verkörpern. Und jetzt werden wir uns einmal noch anhand des Preises dieser beiden Rechte, des Yield Tokens und des Principal Tokens, das Konzept noch etwas klarer machen. Wie hoch ist also der Preis des Yield Tokens heute? Wir unterstellen jetzt hier, dass die Renditeerwartung des Marktes projiziert auf die nächsten 12 Monate, also auf das nächste Jahr, also auf die Restlaufzeit der Anleihe, genauso hoch ist wie die Rendite der Anleihe. Das heißt, der Markt erwartet, dass die Rendite in den nächsten 12 Monaten bei 5% bei dieser Anleihe bleibt, also mit diesem Risiko, und das ist natürlich genau der Zins, den auch die Anleihe hat. Das heißt, Renditeerwartung Markt und Rendite der Anleihe ist komplett identisch. Das ist mal die zugrunde gehende Annahme. Hier muss also der Preis des Yield Tokens geringer sein als 5 €. Warum? Wir wissen, dass dieser Yield Token zum Laufzeitende das Recht gewährt, den Ertrag der Anleihe zu bekommen. Wie hoch ist der Ertrag der Anleihe? 5 €. Ihr wärt ja blöd, wenn ihr 5 € oder vielleicht mehr als sogar 5 € bezahlen würdet, wenn ihr zum Schluss nur 5 € als Ertrag herausbekommt. Also muss ja der Preis von dem Yield Token geringer sein als das, was ihr zu guter Letzt bekommt. Warum? Weil das Recht ja zum Laufzeitende verfällt und ihr durch den Verfall des Rechtes den Zins der Anleihe bekommt. Und wenn jetzt hier zum Beispiel der Preis des Yield Tokens bei 4 € wäre, dann wäre es für euch eine gewinnbringende Angelegenheit, weil ihr 4 € investieren müsst, um 5 € an Ertrag zu investieren. Das wäre also eine relative Rendite von 20% auf ein Jahr. Wie sieht also nun der Preis des Principal Tokens heute aus? Wieder unter der gleichen Voraussetzung, dass die Renditeerwartung vom Markt auf ein Jahr genauso hoch ist wie die Rendite der Anleihe. Dann muss es folgendermaßen aussehen. Der Preis des Principal Tokens muss 100 minus den Preis des Yield Tokens verkörpern. Oder anders ausgedrückt, der Wert oder der Preis des Principal Tokens muss irgendwo zwischen 100 und 95 € in diesem konkreten Beispiel liegen. Wie sieht es also in der Praxis nun aus? Ihr habt hier die Möglichkeit, den Principal Token zum Beispiel zu 99 € zu kaufen und wisst, dass ihr zum Laufzeitende 100 €, also den Nominalwert der Anleihe, zurückbekommt. Es ist also eine kalkulierbare, fixe Rendite.
Wir hoffen, dass wir euch mit dieser kurzen Präsentation das Konzept der fixen Renditen über Pendel näher bringen konnten. Wenn ihr es noch nicht so ganz zu 100% verstanden habt, macht das aber auch überhaupt nichts. Pendel hat hier, wenn ihr auf den Bereich Education geht, eine wunderbare Benutzeroberfläche geschaffen, wo ihr einmal in den Dokumenten selbst noch einmal alles nachlesen könnt. Sie haben eine eigene Akademie, aber auch eine App, bei der ihr interaktiv lernen könnt und über Fragen, die ihr beantworten könnt, euren Lernfortschritt überprüfen könnt. Das ist wirklich hervorragend gemacht. Hierüber haben wir auch das komplette Konzept wirklich tiefgreifend verstanden, indem wir einfach nach und nach alle 3 Bereiche durchgegangen sind. Wie kann man also nun diese fixen Renditen über Pendel verdienen? Grundsätzlich mal gibt es 2 verschiedene User Interfaces von Pendel. Das ist sehr, sehr löblich. Es gibt zum einen die recht simple Earn-Oberfläche, wo die Informationen möglichst überschaubar gehalten werden, sodass sich auch im Endeffekt Anfänger relativ gut zurechtfinden. Für diejenigen, die etwas mehr Informationen haben, den kann ich den Trade-Bereich oder die Trade-Übersicht empfehlen. Es ist grundsätzlich genau die gleiche Funktion, sie wird allerdings grafisch etwas anders aufbereitet. Wir werden uns jetzt in dieser Übersicht einfach einmal angucken, wie denn fixe Renditen konkret zu erzielen sind. Es gibt ja einmal eine Spalte mit dem Yield-Token-Preis und einmal mit dem Principal-Token-Preis. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, werden wir in der Zukunft ein weiteres Video produzieren, welches sich ausgiebig mit dem Yield-Trading beschäftigt. Wir werden uns jetzt hier allerdings in diesem Video erstmal über die fixen Renditen unterhalten. Ihr habt hier die Möglichkeit, die fixen Renditen nach der Höhe zu ordnen und dann wird euch eben zum Beispiel absteigend aufgelistet, wo momentan die höchsten Renditen zu erzielen sind. Hier stellen wir zum Beispiel einmal fest, dass ihr über Etherfi momentan über gestakte Ether über die nächsten 25 Tage zum Beispiel 22,85% Jahresrendite erzielen könnt. Das heißt, hier sind nicht die 22% über 25 Tage möglich, sondern wenn man das jetzt auf zum Beispiel einen Monat runterbricht, damit das ein bisschen einfacher zu rechnen ist, müssten wir diese 22,85 durch 12 nehmen. Das heißt, wir sind bei etwas weniger als 2%, etwa bei 1,5% pro Monat. Wenn wir uns jetzt also dafür entschlossen haben, ein spezifisches Projekt bzw. Produkt auszuwählen, klicken wir dann hier einfach auf das Symbol von dem Principal Token und dann kommen wir im Endeffekt auch schon in die Benutzeroberfläche rein, wo man dann das Geschäft vornehmen kann. Wir wählen hier den Principal Token aus, wir wollen also diese fixe Rendite haben und dann ist es einfach nur wichtig, dass wir den Principal Token erstmal kaufen wollen, denn wir möchten ja in den Genuss der fixen Renditen kommen. Hier muss dann einmal das Asset ausgewählt werden, mit welchem wir in den Principal Token rein wollen. Wir nehmen jetzt hier einfach zum Beispiel mal Ether her und wir nehmen jetzt hier einfach mal einen Ether her und dann werdet ihr sehen, dass der Market Maker, der im Hintergrund von Pendel arbeitet, euch ausspuckt, dass ihr für einen normalen Ether jetzt 1,013 Principal Token von diesem Etherfi Token bekommt. Das heißt, ihr werdet jetzt den Ether, den normalen Ether, eintauschen und bekommt dann den Etherfi Ether als Principal Token. Der wird dann quasi gemintet und wertet bis zum Laufzeitende, also sprich diese 25 Tage, wo ja hier noch angezeigt werden, nach und nach auf. So, und jetzt kommt der Kniff an der ganzen Sache. Das ist also eine neue Kryptowährung, die ihr jetzt in eure Wallet geliefert bekommt. Und ihr müsst sie einfach nur halten bis zum Laufzeitende und danach könnt ihr ihn gegen den Basiswert wieder eintauschen. Das bedeutet also, dass ihr jetzt einen Ether hergegeben habt und zum Laufzeitende 1,013 Ether wieder zurückbekommt. Das heißt, ihr habt die Anzahl eurer Ether vermehrt. Und genau das war es auch schon. Ihr könnt dann eben, wenn das Laufzeitende erreicht ist, in der Übersicht von Pendel diesen Principal Token gegen das hinterlegte Kollateral, also gegen den Etherfi, ETH, eintauschen und dann könnt ihr zum Beispiel über eine separate externe Swap-Plattform diese wieder in native Ether zum Beispiel umtauschen. Und das ist die Realisierung eurer fixen Renditen gewesen. Optional habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, diesen Principal Token in die Liquiditätspools von Pendel reinzugeben. Das erzielt dann noch einmal Zusatzerträge. Warum? Weil Pendel hier natürlich bestrebt ist, eine möglichst hohe Liquidität in den Liquiditätspools aufrechtzuerhalten, damit jederzeit ein Kauf, aber auch ein Verkauf dieser Token gewährleistet werden kann. Das Besondere an der ganzen Sache ist, dass an den Pendel Pools überhaupt kein Impermanent Loss existiert. Warum? Weil die beiden Assets innerhalb der Pools nahezu identisch korrelieren. Das heißt, hier wird zum Beispiel dieser Etherfi, ETH mit nativen Ether gepaart und die entwickeln sich natürlich komplett identisch und wir wissen, je höher die Korrelation der beiden Assets in einem Liquiditätspool ist, desto geringer ist auch der mögliche Impermanent Loss. Und wenn ihr dann euren Principal Token, den ihr bei Pendel ins Liquidity Mining reingestellt habt, hier, das geht über die Pools und ihr bis zum Laufzeitende eben wartet, dann ist es auch ausgeschlossen, dass ihr einen Impermanent Loss erleidet und einfach nur über diese restliche Laufzeit zusätzliche Erträge in Form von nativen Rewards, aber auch dem Pendel eigenen Token
verdient. Zu guter Letzt können wir eigentlich nur noch feststellen, dass das Pendel-Team hier eine wirklich geniale Plattform entworfen hat, welche eben das bisher Unmögliche möglich macht. Und zwar im Kryptobereich fixe Renditen zu erzielen. Es ist definitiv eine solide Plattform mit langjähriger Erfahrung und einem technisch sehr, sehr sauberen Hintergrund, wie die unzähligen Audits auch bestätigen. Das Protokoll hat definitiv eine schöne Benutzeroberfläche und ist für Anfänger genauso wie für Profis geeignet. Und auch die Dokumentationen sind absolut vorbildlich, damit auch jeder die Möglichkeit hat, das Konzept um fixe Renditen, aber auch um das Yield Trading verstehen zu können. Ein zweites Video wird, wie schon erwähnt, in den nächsten Wochen produziert, wo wir detaillierter auf das Thema Yield Trading eingehen. Das ist zugegebenermaßen etwas komplexer als der Bereich der fixen Renditen, beherbergt aber auch noch einmal einiges an zusätzlichem Renditepotenzial, wenn man die Mechanismen, die dahinter stecken, korrekt ausnutzt. Abonniert also auf alle Fälle diesen Kanal, wenn ihr das Folgevideo nicht verpassen wollt. Uns würde zu guter Letzt noch interessieren, ob ihr bereits die Möglichkeiten nutzt, fixe Renditen zu erzielen, vielleicht auch schon über Pendel. Hinterlasst sehr gerne einen Kommentar. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns in ein paar Tagen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.